Während jetzt der Türrahmen leimt, gehe ich an die Fliegentür. Die leime ich jetzt auch zusammen. Ich habe mir das mit der Zwinge schon mal vorbereitet, dass die jetzt da so reinkommen. Und dann kommt einmal dieses Unterteil hier rein. So, und wird zusammengeleimt. Bündig. So, wunderbar. Dann kommt jetzt hier dieses Mittelteil rein. Eine Seite, die andere Seite. So, und jetzt kommt das untere Querholz rein. So. Gucken, dass wir hier bündig sind. Einmal. Zweimal. Jetzt messen wir noch die Diagonale. 29,6. 2 Meter. 2 Meter 29,6. Ja, nicht ganz. 2 Meter 29. 6,5. Das Ganze lassen wir jetzt bis morgen trocknen und dann geht's weiter. Unter die Tür habe ich mir jetzt links und rechts einen 4x6er Rahmen drunter gelegt, damit ich hier die Sachen, die noch auszustemmen sind, mit einem vernünftigen Unterlager ausgestemmt bekomme. So, zum Ausstemmen reiße ich mir jetzt hier diese Maße an und dann kann ich die schön ausstemmen. Die Tür habe ich jetzt fertig, die gehe ich jetzt rausbringen zum Streichen und wenn ich das gemacht habe, dann sehen wir uns für den Türrahmen fertig zu machen wieder. So, dann spannen wir mal den Türrahmen aus.
Und hier haben wir genau das gleiche wie jetzt an der Tür selber. Einmal schleifen, Kanten außenrum brechen und dann auch wieder raus zum Streichen. Jetzt, nachdem der Türrahmen und die Tür zweimal gestrichen wurden, habe ich mir den Türrahmen hier im Winkel aufgespannt und jetzt lege ich die Fliegentür darauf, dass ich die Bänder anschrauben kann. So, als erstes richte ich die Tür hier aus. Unten soll sie etwa einen halben Zentimeter vom Boden wegbleiben, damit ich den Fußabstreicher noch unten drunter bekomme. So, dann mal hier 40 und hier 40. Also passt es hier unten schon mal hin. Das heißt, wir machen sie hier fest. Da ist was im Weg. So, das gleiche machen wir hier oben. Als Bänder für die Tür nehme ich solche, geh auseinander, hier solche Renovierbänder nennen die sich. Ja, so habe ich die Möglichkeit, dass ich die Tür im Winter einfach aushängen kann. Da kommt jetzt dieses Teil an den Türrahmen und das Teil an die Tür und so kann ich sie dann entsprechend befestigen. Ja, wenn das jetzt die Oberseite der Tür ist, ja, kommt dieses eine Band eben dahin und dieses andere hier so an die Tür. Ja, und dann wird es einfach so befestigt. Und da mache ich auf diese ganze Tür 3 von diesen Bändern. Eins oben, eins unten und eins für in die Mitte. So, und nehmen wir da unseren Scharnierbohrer. Da sind jetzt erstmal 4 Schrauben drin. Hier unten drunter sind jeweils nochmal 2 Schrauben, aber die kann ich dann erst machen, wenn alles hängt. So, was jetzt noch fehlt, sind Magnete, dass die Tür auch zuhält. Jetzt habe ich hier welche, die haben einen Durchmesser von 10 mm und eine Dicke von 6 mm. Die werde ich jetzt in den Türrahmen, einen oben, einen unten einbohren, in die Tür dann eine Schraube, um zu gucken, ob das hält. Falls es nicht halten sollte, setze ich in der Tür auch ein Magnet, dass die beiden Magneten sich zueinander ausrichten. Gut, angezeichnet ist jetzt alles. Jetzt bohren wir die 2 Löcher. Und eingeklebt werden die Teile jetzt mit Epoxykleber. Jetzt habe ich da 2 so kleine Schräubchen. Die benutze ich jetzt in der Tür als Gegenpart zu den Magneten. So, dann zeichnen wir so uns an. Der nächste Schritt, der jetzt noch fehlt, sind die, nenne ich es jetzt einfach mal, Glasleisten. Die schneide ich jetzt rein und wenn die zugeschnitten sind, kann ich die dann das zweite Mal streichen. Gerade jetzt, weil ich auch die Schnittkanten dann streichen muss und während dann die Leisten
trocknen, dann können wir da dieses Fliegengitter einbauen. Aber als erstes leisten. Das Fliegengitter ist jetzt drin. Jetzt fehlen noch die Griffe. Muss ja die Tür irgendwie auf und zu machen. Ich habe von den Schränken, die ich drüben in die Wand eingebaut habe, ich verlinke euch das Video einfach mal oben im Eck, 2 von diesen Griffen übrig. Und die schrauben wir jetzt einfach hier so drauf. Die habe ich jetzt einmal vorgebohrt und jetzt setzen wir sie 8. Ja, 8. Setzen wir sie von der Außenkante 8 cm rein. Und dann werden sie ungefähr in der Mitte befestigt. Jetzt gucken wir, dass er noch gerade ist. Passt. Damit ich den Türrahmen jetzt oben an der Wand montieren kann, muss ich ihn noch bohren. So, und zwar soll der Rahmen gebohrt werden von der Innenkante 4 cm reinversetzt. So, mal hier.
Dann ungefähr hier und einmal oben. So, dann wollen wir das Ganze mal aufnehmen. Hier auf der Seite kann ich normale Schrauben nehmen, also 6 x 160, weil hier sind 80 mm Dämmung drauf und hier in dem Eck da hinten dran ist ein Holzpfosten. Das heißt, ich kann mit der Schraube direkt da hinten rein in das Holz bohren und bekomme das Ding fest. Auf der anderen Seite von dem Rahmen muss ich mit Dämmungsdübeln arbeiten. Das heißt, das sind solche Kunststoffteile, die werden einfach in die Dämmung reingeschraubt wie eine Schraube und dann kommt hier hinten in das Loch eine normale Schraube dazu und befestigt den ganzen Rahmen damit dann. So, dann setzen wir den Rahmen einfach mal dahin, nehmen wir auf der Seite bündig und schrauben einfach mal rein. Auf der anderen Seite bohren wir jetzt einfach mal da rein, dass wir wissen, wo die Dübel hin müssen. So, und dann rücken wir das jetzt von der Wand weg und drehen da die Dübel rein. Und für die Dübel reichen ganz normale 4,5 x 60er Schrauben. Okay, also das mit den Schrauben, das hält nicht so wirklich. Das heißt, ich muss jetzt da in den Rahmen auf der anderen Seite der Tür einen Magnet noch einbohren und den einkleben und dann passt's. So, die 2 Magnete habe ich jetzt eingebohrt. Die Tür ist jetzt auch richtig fest und jetzt kann man sie wunderbar auf und zu. So, das war's dann von mir für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Ihr habt eventuell auch was gelernt dabei. Ich werde jetzt im Anschluss noch mal kurz mit der Kamera rumgehen, noch ein paar Nahaufnahmen machen und ich sage schon mal Tschüss, wünsche euch noch eine schöne Restwoche und wenn ihr mögt, sehen wir uns in einem nächsten Video von mir wieder und bis dahin sage ich Tschüss, euer Kai.